Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Video der Battle of AIs. Das ist sozusagen das Schlachtfeld der künstlichen Intelligenzen und jeder von euch ist wirklich dazu aufgefordert, dabei mitzumachen. Ich freue mich auf ganz viele verschiedene AIs und ja, wir werden viel Spaß haben, denke ich mal. Das ist allerdings ganz wichtig, dass ihr gegen diese Schnittstelle hier programmiert. Diese Schnittstelle wurde von einem Mensch, beziehungsweise im Forum heißt er der Mensch, programmiert. In echt heißt er Anthony. Und ja, was ist das hier? Wir werden kurz uns das Spiel angucken. Es handelt sich um ein spezielles Reversi. Falls jemand von euch Reversi kennt, nennt sich bei uns Computer Reversi oder kurz Core. So, was müsst ihr machen? Naja, ihr müsst gegen diese Schnittstelle hier programmieren, die ich euch jetzt in diesem Video vorstellen möchte. Das ganze Ding ist in Python geschrieben, aber falls jemand kein Python kann, es ist wirklich absolut easy. Also wenn jemand eine andere Sprache schon kann, dann kann er Python innerhalb von einem Video, nein, nicht ganz ein Video, aber 20 Minuten oder sowas reichen da völlig aus. Ihr müsst wirklich eigentlich nur die Grundkenntnisse kennen, ihr müsst keine Klassen oder sonst irgendwas kennen, ihr müsst nur wissen, wie eine if aussieht oder sonst was und dann reicht es auch völlig aus. Also wirklich, jeder kann mitmachen. Die meisten von euch können eh schon Python, von dem her alles gut. So, wie geht's dann also weiter? Wir wollen das Ganze im Forum machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt nach diesem Video oder sowas, dann würde ich euch bitten, einfach kurz ins Forum zu gucken. URL steht schon hier, HTTP, mittlerweile ist es HTTPS. Für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, unser Forum hat jetzt Verschlüsselung. Damit sind wir besser als 9gag, besser als die meisten Foren und ich glaube sogar Pornhub habe ich neulich eine Nachricht bzw. eine News gelesen, dass die jetzt erst eine Verschlüsselung einrichten. Das heißt, wir sind auf dem neuesten Stand und viel weiter als irgendwelche Tech-Giganten. Okay, nicht ganz Tech-Giganten, aber Giganten, nennen wir sie einfach mal Giganten. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Im Forum einfach dann nach Fragen oder sowas einfach da rein posten. Wir antworten da immer gerne. Wichtig ist aber, dass ihr nicht den Code eurer AI postet. Warum nicht den Code eurer AI öffentlich posten? Oder eurer künstlichen Intelligenz. AI steht übrigens für Artificial Intelligence, für die es nicht wissen. Englisch für künstliche Intelligenz. Hört sich aber trotzdem irgendwie cooler an. Ja, warum nicht den Code von eurer AI posten? Naja, das ist ganz simpel. Wenn jemand den Code von eurer AI hat, dann kann er den ausprobieren. Das heißt, er kann schon sozusagen bei sich Spiele simulieren mit seiner KI gegen eure KI, ob er gewinnt oder nicht. Und wenn er sich sicher ist, dass er immer gegen eure KI gewinnt, dann habt ihr natürlich einen entscheidenden Nachteil, weil ihr könnt nicht gegen seine KI programmieren. Das heißt, ganz wichtig, nicht den Code posten, sondern mir als persönliche Nachricht schicken. Und ja, ihr könnt den irgendwo hochladen. Mir ist es eigentlich relativ wumpe, wo ihr den hochladet. Aber so, dass ihn eben niemand außer euch und mir lesen kann. Okay, und dann eben übers Forum am besten schicken. Also im Forum kann man mir auch persönliche Nachrichten schicken. Alles gut. Okay, wie gesagt, die Leute, die Angst hatten wegen Verschlüsselung, wir haben mittlerweile auch HTTPS. Das heißt, jeder kann sich jetzt mittlerweile anmelden. Okay, jetzt, was passiert dann, wenn alle ihre KIs veröffentlicht haben oder mir geschickt haben? Dann wird es so ähnlich sein wie bei der Weltmeisterschaft. Also wir wollen eine Gruppenphase machen, dann ein Achtel, Viertel, Halbfinale und Finale. Je nachdem natürlich, wie viele Anmeldungen wir haben. 16. Finale schließe ich nicht aus, wäre natürlich hammergeil. Aber es kann auch sein, dass es nur ein Viertelfinale gibt, je nachdem eben, wie viele Leute da mitmachen wollen. Okay, und dann wollen wir auch jeweils zu jedem Match die Erschaffer von den KIs einladen in einen Livestream und wollen das Ganze dann wirklich auch live performen. Das heißt, wir haben dann am Ende 4 Leute bei uns im Channel oder wo auch immer und ja, wollen dann uns anhören, was die jeweils zu ihren AIs sagen. Muss natürlich nicht, also wenn ihr keinen Bock auf Livestream habt oder sowas, dann müsst ihr da nicht reinkommen und dann wollen wir die live gegeneinander antreten lassen. Sehr gut, das wäre eigentlich so ziemlich alles. Achso, genau, die beste KI wird natürlich veröffentlicht. Und es wird auch Preise geben. Welche, sage ich jetzt noch nicht genau. Wir haben da schon ein paar Ideen, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob die auch jedem gefallen. Und vielleicht habt ihr dann auch so ein bisschen die Wahlmöglichkeit. Okay, wenn wir genug Interesse daran bekommen, dann kann es auch gerne mal noch ein zweites Battle geben. Vielleicht auch mit einem anderen Spiel. Jetzt geht es aber erstmal darum, wie komme ich an diese Schnittstelle ran. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie wir da dran programmieren können. Okay, was wichtig ist, erstmal dieser Link hier oben, https://github.com/ac1235/core. Das ist das GitHub von Anthony, auch bekannt als ein Mensch oder im Forum heißt er der Mensch, damit auch niemand ihn verwechseln kann. Einfach mal gucken, er hat noch ganz viele andere coole Projekte bei sich rumfahren und ja, jetzt schauen wir uns erstmal an, wie das Ganze funktioniert. Hier steht schon ein paar grobe Szenarien. Aber ich möchte euch die am besten einfach mal live zeigen. Okay, was ihr braucht, ist hier ein Terminal oder unter Windows könnt ihr hier einfach auch auf Clone oder Download gehen und dann einfach das Ding sozusagen
runterladen. Git clone ist in Linux der Befehl. Oh, da sollte ich das vielleicht nicht hinmachen. Ich habe einen Ordner dafür und da möchte ich das auch reinmachen. Okay, also wir machen git clone und jetzt die URL von hier oben. Einfach rein damit. Und kurz warten, bis es da ist. So, fertig. So, jetzt habt ihr das ganze Ding schon. Jetzt könnt ihr damit arbeiten. Und was genau wollt ihr damit arbeiten? Naja, hier ist das ist übrigens keine Textdatei, wird bei mir nur so angezeigt. Das ist eigentlich eine ausführbare Datei. Und jetzt könnt ihr das ganze Ding ausführen. Wie funktioniert das Ganze? Okay, ist gar nicht so schwer. Unter Windows allerdings ein bisschen anders. Und zwar, wenn ihr hier unter Unix seid, dann ist es einfach /, also wenn ihr in dem Ordner drin seid, erstmal müsst ihr in den Ordner reinkommen. In den Ordner rein. Das heißt, ihr seid jetzt mit eurem Terminal in diesem Ordner hier drin und jetzt könnt ihr dieses Core ausführen. Das heißt einfach /core und danach könnt ihr angeben, welche KI gegeneinander spielen soll. Das heißt, dieses Core ruft eure KI sozusagen auf. Und da gibt ihr jetzt einfach ein, okay, hey, ich hätte ganz gerne, hier sind übrigens ein paar mitgeliefert worden, also unter AI-Templates findet ihr 4 KIs, okay, 3 KIs, die ihr einfach mal ausprobieren könnt und ob ihr gegen die gewinnt oder vielleicht auch nicht. Das heißt, ihr könnt hier einfach /core, dann eure AI, also AI-Templates, weil wir aktuell noch keine andere haben. Und hier wollen wir dann zum Beispiel den Cave Bomber, Caveman wollten wir antreten lassen, gegen AI-Templates /crazy. So, und wenn ihr das Ganze jetzt ausführt, ja, genau, ich brauche natürlich Berechtigung dafür. Das heißt, ich mache hier kurz einen CH-Mod. Das braucht ihr nur unter Linux, unter Windows braucht ihr das Ganze alles nicht. Zeige ich euch noch, wie es unter Windows funktionieren würde. Ihr könnt nämlich auch die Python-Datei direkt ausführen von Core, nicht diese gebildete Datei hier vorne. CH-Mod plus X, dass ihr es ausführen dürft von /core. So, und jetzt könnt ihr das Ganze ausführen. So, und jetzt haben wir hier, es öffnet sich ein Browser bei euch und ihr könnt hier diese KI sozusagen euch angucken. Hier oben steht, wer gegen wen spielt, also Caveman gegen Crazy. Und ich würde euch empfehlen, hier auf Simulate zu drücken, dann sieht das Ganze viel angenehmer aus. Und jetzt könnt ihr jeden Zug nacheinander euch angucken. Das heißt hier Back und Next. Und daran möchte ich jetzt auch kurz das Spielprinzip erklären. Danach gehen wir kurz an, wie wir die Schnittstelle tatsächlich ansprechen können. Also so funktioniert quasi das Generieren einer HTML-Datei und die beinhaltet für euch das Spiel. Inklusive Ausgang und allem drum und dran. Und ja, schauen wir uns gleich mal an, wie das Spiel funktioniert. Okay, das links ist genau, die erste AI, also die ihr zuerst eingegeben habt, das rechte ist die zweite AI. So, und jetzt schauen wir uns kurz an, was hier so passiert. Jeder darf immer einen Stein legen. Der Weiße darf logischerweise als erstes, der Schwarze als zweites, immer abwechselnd. Und aktuell ist es noch relativ unspannend, aber wir schauen uns gleich mal an, was hier so passiert. Also ihr seht, was der Linke für eine Strategie verfolgt. Bam! Und jetzt hat er schon was verloren. Das ist gleich die erste Sonderregel, also nicht direkt eine Sonderregel, aber auf jeden Fall macht das gut. Und zwar sind es die Corners, das ist eine spezielle Eckregel sozusagen. Wenn jemand, also man kann Steine umdrehen, diese weißen Steine, der hier war ja gerade eben noch weiß, kann zu einem schwarzen Stein werden. Wie kann das passieren? Eine Regel ist eben diese Corner-Regel oder Corner Cut heißt es, glaube ich, hat er es genannt. Und zwar, wenn ihr hier in der Ecke einen Stein liegen habt und also der Gegner hat hier einen Stein liegen und ihr setzt hier einen Stein eurer Farbe, dann wird, also diagonal zu dieser Ecke, in dem Fall von hier unten wäre hier eben ein Stein rein, dann dreht sich der Stein in der Ecke um. Eigentlich ziemlich simpel. Das heißt, hier war eben noch weiß, wenn jetzt hier der Schwarze reinsetzt, gehört dieser weiße Stein hier ihm. Bam! Und jetzt gehört er ihm. Schon hat er einen Stein bekommen. Okay, was ist das nächste? Das nächste ist, wenn wir einen Stein haben vom Gegner und wir setzen einen unserer eigenen dahin, also horizontal oder vertikal, das heißt, hier ist ein schwarzer Stein und jetzt haben wir hier oben schon einen weißen Stein. Und wenn wir jetzt hier unten einen weißen Stein reinpacken, dann ist das ganze Ding vertikal sozusagen eingekesselt und dann dreht sich der Stein in der Mitte um. Das heißt, weiß und weiß, der weiße Stein hier ist neu, das heißt, der hier wird weiß. Genauso möglich wäre es gewesen, wenn er hier den weißen Stein reingesetzt hätte, dann hätte er sich auch umgedreht. Also das wäre horizontal, das wäre vertikal. Ist aber im Prinzip von der Regel her genau dasselbe. Wenn er eingekesselt ist, dann wird er sofort konvertiert. Das heißt, der Schwarze wird zum Weißen. Okay, hier funktioniert jetzt übrigens die Corner-Regel nicht mehr, nur für die echten Ecken. Was der Schwarze jetzt allerdings machen kann,
könnte, wenn er wollen würde, tut er aber nicht, er könnte hier oben hinsetzen, dann wird sich dieser Weiße hier auch umdrehen. Also so kann man vielleicht, ihr könnt es auch mal mit euren Freunden spielen, dann entwickelt ihr vielleicht ein paar Strategien oder sowas, also nicht eine KI spielen lassen, sondern wirklich sozusagen euch überlegen, wie würde ich das jetzt spielen. Jetzt sehen wir hier aber schon ein bisschen eine erfahrenere Strategie. Was heißt erfahren? Das war einfach ein Zufallsmove gerade, weil Crazy einfach alles auf zufällig setzt. Aber wir sehen hier, was passiert ist. Und zwar, es muss nicht immer direkt der benachbarte Stein sein, sondern es kann auch ein Stein sein, der ein bisschen weiter weg ist. Das heißt, dieser weiße Stein hier würde sich sogar umdrehen, wenn ich hier hinten irgendwo was hinsetze. Aber es reicht, wenn ich hier was hinsetze, dann dreht sich dieser weiße Stein um. Das heißt einfach in der horizontalen, was hinsetzen und dann hat er offensichtlich jetzt diesen Stein hier umgedreht. Aber warum dreht sich jetzt der hier nicht um? Ich habe jetzt gerade hier was hingesetzt, jetzt dreht sich dieser Schwarze hier trotzdem nicht um. Das liegt daran, dass oben drüber kein Weißer ist. So, wir sehen, der Schwarze setzt wieder dahin, der Weiße macht hier hin, hat keinen wirklichen Effekt, ist nicht wirklich spannend auch. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal kurz weiter, bis wieder was Spannendes kommt, bis sich wieder was umdreht. Ich meine, die anderen Moves kennt ihr ja oder sind eigentlich relativ simpel. Aber ja, gut, bei dem passiert jetzt gerade echt absolut gar nichts. Jetzt haben wir wieder was gesehen. Und zwar hier werden gleich 2 Steine umgedreht. 2 Steine, naja gut, es ist ja, sie werden ja beide eingekesselt. Das heißt, nach dem Weißen hier, ein Weißer hier und die beiden werden konvertiert. Ziemlich stark. Natürlich, wenn man mehrere Steine konvertieren kann, ist das hammergeil. Das heißt, wir haben hier jetzt gerade 2 Steine konvertiert. Und ja, jetzt haben wir wieder einen gesehen, ganz normal. Da oben ist ein Schwarzer, hier ist ein Weißer, hier kommt ein Schwarzer rein, bam, wird er umgedreht. Also die Regel kennt ihr eigentlich schon. Und ja, jetzt haben wir hier oben wieder mehrere Schwarze werden zu mehreren Weißen, weil hier eben von Weiß eingekesselt. Eigentlich auch nicht wirklich besonders. Das hier war jetzt gerade ein richtig geiler Move. Es war schon fast ein Profi-Move. Und zwar hier oben ist ein Weißer und hier ist ein Weißer. Und wenn er jetzt hier reinsetzt, das ist sozusagen der Ultra-Move. Er dreht eine ganze Zeile um, plus den einen hier, sozusagen als Bonus. Das heißt, richtig viel gewonnen hier. Was kann Schwarz jetzt noch machen? Naja, er kann den einen da umdrehen, was er sinnvoller hätte machen können, wenn er nicht so crazy wäre. Er hätte hier reinsetzen können, dann hätte er diese 4 hier umgedreht. Aber hat er nicht gemacht. Jetzt hat Weiß dahin gesetzt und seine Lücke geschlossen. Das heißt, das Einzige, was er machen kann, ist hier noch reinsetzen. Und wir sehen, offensichtlich hat Weiß gewonnen, weil Weiß hier so unglaublich viel mehr Steine hat als der Schwarze. Das müsste man natürlich hier noch kurz auszählen und dann hat der gewonnen, der am Ende mehr Steinchen hat. So. Das ist die Theorie des Spiels. Die Regel gibt es natürlich auch hier, könnt ihr euch gerne mal genauer angucken. Er hat Corner Kill genannt, nicht Corner irgendwas anderes, was ich vorhin gesagt habe. Wir schauen uns jetzt an, wie wir so eine AI programmieren können. Dazu gehen wir in unseren Lieblings-Python-Editor, in meinem Fall ist es PyCharm. Ihr könnt benutzen, was auch immer ihr gerade wollt. Und wir haben auch schon ein paar coole AIs eigentlich von ihm mitgeliefert bekommen. Das heißt, die sind ein Paket drin, daran könnt ihr euch super orientieren. Einfach mal in Core reingucken und hier in diese AI-Templates habe ich ja schon gesagt, das ist Python-Code, den könnt ihr euch quasi direkt angucken. Wir schauen uns jetzt einfach mal kurz den Crazy an. Crazy ist auch nicht wirklich eine komplexe AI. Ranzoom wäre vielleicht noch was. So, was ihr benutzen müsst, okay, Random müsst ihr natürlich nicht benutzen. Random bedeutet Zufall. Ihr könnt hier einfach ihr müsst diese Funktion hier definieren. Die nimmt das Board, das heißt, da bekommt ihr die komplette Situation vom Spielfeld. Was ist das Board? Ihr bekommt hier das Ding hier komplett überliefert, also je nachdem, wie halt der aktuelle Zustand gerade ist. Ich mache mal ein paar Schritte zurück hier, wir gehen vielleicht einfach mal auf 30 oder sowas. Ihr seht, jedes Spiel hat auch ziemlich genau gleich viele Moves, nämlich 8×8, weil ja jeder einmal setzen darf. Es wird ja immer nur ein Stein neu platziert, das heißt, insgesamt haben wir hier 64 Moves, jedes Spiel. Okay, das wäre jetzt ein Beispielzustand, ein Beispielboard. Das heißt, dieses Board bekommt ihr hier mitgeliefert in dieser Variablen Board. Wie könnt ihr Board wirklich benutzen? Ihr könnt hier einfach sagen, okay, ich benutze diese Funktion getBoard, also getBoard ist eigentlich nur, ihr müsst diese Funktion getBoard nicht benutzen, aber ihr könnt sie benutzen. Aber ja, macht's mit der Funktion, die ist schon ganz gut. Was euch getBoard liefert ist, es liefert euch auf diesem Spielfeld an der Stelle X, an der Stelle Y, X ist die X-Koordinate, also in die Breite, also Rechtsachse sozusagen, Y ist die Hochachse. Und die Zahlen müssen natürlich zwischen 0, weil wir bei 0 anfangen mit Zählen, und 7 einschließlich, also nicht 8, sondern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 sein, weil das Board ja insgesamt 8 Felder hat, das heißt 0 bis 7 sind insgesamt 8 Felder. Also X ist zwischen 0 und 7,
jeweils einschließlich, und y ebenfalls. Und ja, dann gibt es ein paar Codierungen für diese Felder. Einmal ein Hashtag, das bedeutet, das Ding ist frei. Das heißt, das Feld ist wirklich frei. Und die zweite Codierung ist eben euer Symbol hier oben. Symbol ist, kann euch eigentlich völlig egal sein, was es ist. Ich glaube, er hat es als X oder sowas definiert. Ich bin mir aber tatsächlich auch nicht sicher. Warum ist es unwichtig für euch? Naja, ihr könnt einfach ausprobieren, wenn mein GetBoard an der Stelle XY mir ein, okay. Wir schreiben uns gleich eine eigene AI und kopieren das ganze Ding einfach rein. Unsere wird Cora heißen, Core Obnoxious Random AI. Die ist ein bisschen zufällig, aber nicht ganz so zufällig. Vielleicht, wenn sie einen coolen Move findet, dann macht sie auch was Cooles. Warum steht hier übrigens while 1? Naja, wenn hier eben das GetBoard nicht, also wenn wir kein freies Feld haben, dann dürfen wir da auch nicht hinsetzen. Das funktioniert nicht, dann haben wir sofort sozusagen verloren. Das heißt, wenn wir hier nichts finden, dann müssen wir das Ganze nochmal ausführen, quasi neue Randoms finden. Und das machen wir so lange, bis wir tatsächlich ein leeres Feld finden und geben das dann zurück. Im Worst Case bei der AI habt ihr natürlich unendlich lange Rechenzeit, aber das ist relativ egal jetzt in dem Fall. Es gibt hier nur 8×8 Felder, das heißt, ja, eure AI wird früher oder später irgendwas finden. Okay, wir müssen also genau diese Definition von dieser Funktion hier für unsere AI auch benutzen. Und ja, while 1 lassen wir auch einfach mal drin, dieses Random lassen wir einfach mal drin, aber wir wollen jetzt noch hier ein bisschen mehr machen. Und zwar wollen wir sagen, wenn wir die Ecken irgendwie übernehmen können, dann machen wir das auch. Das heißt, wir sagen, wenn GetBoard, ups, klein geschrieben, und ich kann heute nicht tippen, furchtbar, GetBoard von Board und 0, 0. Das heißt, wir wollen die Ecke haben, wenn die uns nicht gehört, das heißt ungleich Symbol ist. Es ist ja dann immer noch die Möglichkeit, dass es ein Hashtag ist. Das heißt, wir müssen sagen and oder wir sagen und, je nachdem, was euch lieber ist. Wir sagen in dem Fall jetzt einfach and, weil es irgendwie schöner ist. Also wenn wir in der Ecke nicht selber ein Symbol haben, das heißt, wenn wir da nicht selber reingesetzt haben, deswegen dieser Vergleich hier. Und wenn die Ecke ungleich, ich mache das mal in die nächste Zeile hier, die Leute, die mitlesen wollen, and, wenn das ungleich diesen Hashtag ist hier, dann wollen wir was tun. Was wollen wir dann tun? Naja, wir wollen da selber reinsetzen, aber wir wollen da nicht reinsetzen, sondern wir wollen rechts unten dran setzen. Ich zeige euch das ganz kurz mal hier oben, sorry, hierher. Wenn wir hier einen feindlichen Stein sehen, dann wollen wir hier reinsetzen. Das heißt, wir müssen aber auch noch prüfen, ist hier auch noch frei? Und wenn da nicht frei ist, dann dürfen wir da nicht hinsetzen. Das heißt, ja, genau. Das heißt, wir wollen hier reinsetzen. Und zwar an der Stelle, naja, müssen wir nochmal prüfen, if GetBoard, ups, auch wieder klein geschrieben, Board, Komma, so, wo wollen wir denn jetzt hinsetzen? Naja, wir haben jetzt gerade überprüft, ob 0, 0 ein gegnerisches Symbol liegt. Das heißt, wir haben überprüft, liegt hier unten links ein gegnerisches Symbol. Wenn da was liegt, stopp, Lüge, wir haben oben geprüft, da oben ist 0, 0, hier unten ist 8, 0. 08, das heißt, wir fangen oben links an zu zählen. Sorry, gerade meine Verwirrung gewesen. Also wenn hier oben ein feindlicher Stein liegt, dann wollen wir hier rein etwas schieben, also irgendwas da reinmachen. Da müssen wir natürlich prüfen, dürfen wir da reinsetzen. Also sagen wir, wenn unser Board an der Stelle 1,1 noch frei ist, das heißt, ist gleich den Hashtag, ups, dann wollen wir da reinsetzen, also return 1,1. So. Und nächste Funktion, also quasi nächster Schritt eigentlich eher. Hier werden wir fertig. Jetzt, wenn wir return, dann sind wir aus der Funktion draußen. Das heißt, wir sind hier tatsächlich durchgelaufen. Hier unten können wir dann einfach das nächste if schreiben. Ihr könnt natürlich auch ein elif benutzen, ist völlig egal. Also das ist jetzt gerade tatsächlich nur für die Ecken. Aber mehr mache ich jetzt hier dazu auch gar nicht, weil ihr sollt ja auch selber ein bisschen denken. Das war jetzt einfach nur so ein Beispiel, wie wir das Ganze machen können. Also wir überprüfen, ob wir selber da schon hingesetzt, beziehungsweise dass wir selber da nicht hingesetzt haben mit ungleich Symbol. Wenn ihr überprüfen wollt, ob ihr da selbst schon hingesetzt habt, dann macht ihr das Ganze einfach mit if GetBoard, GetBoard von Board, Komma, und was wollen wir machen? Wir wollen überprüfen, ob wir an 0, 0 gesetzt haben. Das heißt, wir sagen ist gleich Symbol
wenn wir da reingesetzt haben, and zum Beispiel getBoard an der Stelle Board. Achso, noch eine wichtige Sache vielleicht. Ich selber mache natürlich an den Turnieren nicht mit. Also ich habe keine AI, die da mitkämpfen wird. Höchstens vielleicht außerhalb und ihr könnt dagegen antreten oder sowas. Aber ich mache auf keinen Fall an dem richtigen Turnier selber mit. Ich würde ja sonst natürlich mega den Vorteil haben. Das ist natürlich nicht okay. getBoard an der Stelle 1-1. Wenn das dem Gegner gehört, also ungleich Symbol ist, dann wollen wir, jetzt würde ich hier tatsächlich noch ein AND reinpacken, aber ich habe hier tatsächlich auch keinen Platz mehr. Deswegen mache ich hier einfach noch ein if getBoard an der Stelle Board, keine Ahnung. Das ist jetzt auch wirklich absolut keine Logik dahinter, ja? Also ich möchte nicht, dass ihr diese Dinger hier benutzt. Also das prüft jetzt gerade, ob wir an der Stelle 0,0, also links oben gesetzt haben, ob wir an der Stelle 1,1 nicht gesetzt haben und dann sagen wir, okay, wir wollen an der Stelle 1,1, 1,2 setzen, wenn da noch frei ist, if ist gleich Hashtag, dann return 1,2. Was ich hier übrigens zurückgebe, für die Leute, die gerne Python schreiben, das ist ein Tupel. Ja, sind einfach quasi zwei Integer-Werte in einem, also nicht wirklich was Spezielles. Also das hier macht absolut keinen Sinn, das so zu machen. Wir überprüfen gerade, ob wir dahin gesetzt, ob wir an der Stelle 0,0 sitzen und der Gegner oder wir nicht an der Stelle 1,1. Das heißt, ob frei ist oder der Gegner gesetzt hat, ist uns eigentlich egal. Und falls ja, dann wollen wir an die Stelle 1,2 setzen. Hat überhaupt keinen Zusammenhang. Aber nur ein Beispiel, wie ihr die ganzen verschiedenen Überprüfungen machen könnt und wie ihr an diese Schnittstelle irgendwie dran schreiben könnt. Und ansonsten setzen wir irgendwie random auf unser Feld drauf, was natürlich auch überhaupt keinen Sinn macht. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel. Achtet immer darauf, dass ihr auf jeden Fall hier irgendeinen Zug machen müsst. Das heißt, selbst wenn es keinen sinnvollen Zug gibt, müsst ihr hier wirklich einen Zug haben, der definiert ist. Ansonsten ja, könnt ihr natürlich nicht gewinnen. Und das wäre natürlich schade. Okay, also das als kleine Motivation, wie ihr das Ganze benutzen könnt. Nochmal für die Leute, die vielleicht denken, es ist viel zu schwer, dafür eine AI zu schreiben. Das mag stimmen. Es ist saumäßig schwer, hier für eine AI zu schreiben, die gegen einen Menschen gewinnt. Aber ihr müsst ja nicht gegen Menschen spielen, sondern gegen andere Programmierer. Das heißt, die haben genau dieselben Schwierigkeiten wie ihr und vielleicht habt ihr auch nur ein kleines bisschen einen besseren Einfall als jemand anders, dann könnt ihr natürlich sofort gewinnen. Und wie ihr das Ganze jetzt wieder ausführt, im Prinzip einfach den Pfad zu eurer AI mit angeben und ja, Core drüber laufen lassen, gegen zum Beispiel Crazy spielen lassen oder gegen den Cave Bomber oder gegen Caveman, je nachdem, was ihr Bock drauf habt. Und dann habt ihr hier sozusagen eure eigene HTML und könnt ausprobieren, wer gewonnen hat und je nachdem könnt ihr eure AI verfeinern. Cool. So, und warum das hier bei mir übrigens hier vorne noch so dämlich rumleuchtet, das ist irgendwie echt unangenehm, ist die Usage of Tabs and Spaces, heißt das ganze Ding. Wir sehen es hier auch, wenn wir drüber fahren. Hier habe ich mal Tabs benutzt, mal habe ich Spaces benutzt. Ja, ist halt doof, ne? Könnte man hier einfach kurz Reformat machen und dann ist alles in Ordnung. Naja, fast alles in Ordnung. Das hier soll natürlich dann nicht stehen. Okay, gut, jetzt habe ich gerade noch einen Einfall gehabt und zwar habe ich noch überhaupt nicht vorgestellt, was die Windows-Leute machen müssen. Die können natürlich daran auch teilnehmen und zwar einfach hier unter SRC findet ihr core.py. Das bedeutet so viel wie, hey, wir können auch einfach Core direkt als Python-Datei ausführen. Das heißt, immer genau gleich machen. Ihr öffnet natürlich kein Terminal, sondern eine CMD und führt die Datei Python core.py und dann könnt ihr hier als Parameter die AIs angeben, die ihr haben wollt. Also zum Beispiel unter /AI Templates. Gut, das sieht bei euch ein bisschen anders aus, weil ihr den Pfad anders angeben müsst. Aber ihr könnt ja einfach auch Pfad zu eurer AI und dann könnt ihr das genauso benutzen wie alle anderen auch. Ja, wundervoll. Dann freue ich mich auf ganz, ganz viele Abgaben. Wie gesagt, nicht posten, sonst habt ihr einen entscheidenden Nachteil. Außer ihr wollt, dass die ganzen Leute schon im Vorfeld gegen eure AI spielen. Aber ansonsten mir einfach per PN im Forum schicken. Und dann viel Spaß beim Programmieren und good luck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.